Meine Welt, meine Meinung am Morgen mit Sebastian Vorbach aus unserer Redaktion. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Sebastian. Ja, lass uns direkt mal starten mit deiner Nachricht des Tages. Lügen sollen jetzt verboten werden. Was steckt da dahinter? Ja, eine herrliche Schlagzeile, mit der ich aufgewacht bin. Die Bild-Zeitung hat berichtet, neue Koalition will Lügen verbieten. Also die Zeile an sich ist ja schon mal phänomenal. Es geht darum, die Koalition soll sich geeinigt haben, dass die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist und dass zukünftig staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können. Man muss sich schon sagen, Freunde, Obacht, Hass ist noch immer eine Meinungsäußerung. Auch wenn wir ihn nicht gerne hören, es ist eine Meinungsäußerung. Auch Falschbehauptungen darf man verbreiten. Also die Regierung, muss man hier sagen, der muss man ein Stoppschild zeigen. Vorsicht, hier wird wirklich in die Meinungsfreiheit eingegriffen. Und ich weiß nicht, woher das kommt in den letzten Jahren, dass irgendwie die Politik so den Drang verspürt, da in den Bereich Meinungsfreiheit, Meinungsäußerung, Hass, Hetze, Meldestellen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, dass sie da reingreifen möchte. Ich finde das eine sehr, sehr bedenkliche Trend. Sebastian, für dich wird heute wichtig das Thema Migration. Wir haben es ja auch schon immer wieder angesprochen. In den Koalitionsverhandlungen ist es das Top-Thema. Und es gibt jetzt auch Neues zu diesem heiklen Thema, das muss man ja so sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr gestern Lanz gesehen habt. Ich habe mir ihn angeschaut und da war da schon schlafen. Gerald Knaus zu Gast und ein Migrationsexperte, der hier auch öfter zu Gast ist. Und der hat in einem Nebensatz was Spannendes fallen lassen. Wir hören ja aktuell immer, die Asylzahlen sinken, die Asylzahl sinken. Und der hat gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass seit 9. Dezember Syrer nicht mehr bearbeitet werden. Es gab einen Regimeumsturz, neue Lage. Man hat dann gesagt, man setzt die Bearbeitung aus. Es gibt einen Stopp. Und seitdem werden diese Fälle nicht bearbeitet und fallen deswegen auch nicht in die Statistik rein. Also das ist einer der Gründe, warum die Zahlen so massiv gesunken sind. Friedrich Merz plant gerade hinter den Kulissen an einem neuen Migrationspakt, klappert gerade alle Nachbarstaaten ab, will eine Regelung finden, um diese in Absprache mit EU-Nachbarn dem gerecht zu werden. Denn die SPD, sie blockiert bei diesem Punkt noch immer bei der Migrationspolitik, ist auch gestern noch mal mit Herrn Blumenschulze herausgearbeitet worden. Man versteht nicht wirklich, warum, denn selbst Experten wie Gerald Knaus sagen auch zu Herrn Blumenschulze, dass die SPD das noch immer blockiert. Bremen, ja, Bürgermeister von Bremen. Mittlerweile 20 EU-Länder sind klar für eine Drittstaatenlösung. Die SPD blockiert sie noch immer. Man versteht nicht warum, aber man versteht auch nicht die SPD-Steuerpläne. Man muss sagen, die haben nicht so richtig begriffen, warum ihnen gut 9% der Wähler von der Fahnenstange gegangen sind. Aber bei der Migration werden wir heute noch mal weiter auch natürlich nachfragen. Aber was gibt dir denn heute Hoffnung, Sebastian? Hoffnung gibt mir, im Gazastreifen demonstrieren mittlerweile hunderte Palästinenser gegen die Hamas, weil sie einfach mittlerweile begriffen haben, dass dieses Leid, diese Gewalt, dieser Terror einfach nicht enden wird, solange die Hamas noch so dominant ist im Gazastreifen. Und das gibt mir Hoffnung, denn nur so, wenn die Hamas keine Rolle mehr spielt, wenn diese Terrororganisation endlich vernichtet ist, beziehungsweise keine Anhänger mehr hat, ist eine friedliche Koexistenz bzw. eine friedliche Lösung in diesem Nahostkonflikt erst möglich. Es ist zwar ein kleiner Funke, aber ein Funke, der mir Hoffnung gibt. So, und unsere treuen Zuschauer, Marie und ich, haben das natürlich auch gleich gemerkt. Also wir steigen immer mit dem Aufreger des Morgens ein. Der kommt bei dir jetzt aber am Ende, Sebastian. Hat das irgendwie einen Grund vielleicht mit deiner Uhr? Mein Aufreger... Was für eine Vorlage. Es ist 11:55. Nein, mein Aufreger des Morgens ist, am Sonntag wird wieder die Uhr umgestellt. Es erwartet uns die Sommerzeit. Das heißt, eine Stunde kürzer schlafen. Und was mich da eigentlich aufregt, wir haben ja mal 2018, das war, glaube ich, die einzige EU-weite Abstimmung, die es gab, haben sich 84% gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Das heißt, wir wollen, egal ob Sommer- oder Winterzeit, einfach nur, dass die Zeitumstellung aufhört. Und Jean-Claude Juncker hat damals gesagt, okay, Europa hat abgestimmt, das muss jetzt kommen. Seit 7 Jahren ist da nichts passiert. Und das ist mein Aufreger des Tages.
Die Also Mühlen Uhr malen vorstellen langsam. oder zurückstellen? Das ist ja die entscheidende Frage. Am Sonntag wird sie vorgestellt, Ja, das sehr heißt gut, eine Stunde Sebastian. weniger schlafen. Test bestanden. Ja, ein nicht so erholsames Wochenende. Also machen Sie sich also einen ruhigen Samstag, um das auszugleichen. Sebastian, danke dir. Ich danke Danke, euch. Sebastian.